Guten Tag an alle. Ich bin Peter und herzlich willkommen bei Wow Spoken German. Adele, ich muss dir heute unbedingt von etwas erzählen. Es war gestern Abend wirklich sehr frustrierend für mich und ich habe die ganze Nacht darüber nachgedacht. Guten Tag, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Wow Spoken German. Peter, du siehst heute ein bisschen müde aus. Was ist denn passiert? Ich bin sehr gespannt. Erzähl mir alles. Also, du weißt doch, dass mein Freund Klaus gestern Geburtstag hatte, oder? Wir haben uns in einem Restaurant getroffen, um zu feiern. Das Restaurant war sehr voll und sehr laut. Überall haben Menschen gesprochen, Musik gespielt, Geschirr geklirrt und dann ist das Problem passiert. Oh, ein Geburtstagsessen, das klingt eigentlich sehr schön. Aber was war das Problem genau? Hat das Essen nicht geschmeckt? Oder war der Service schlecht? Oder hat Klaus etwas gesagt, das dich gestört hat? Nein. Das Essen war wunderbar. Der Service war auch gut und Klaus war natürlich sehr nett. Das Problem war, dass ich Klaus kaum verstehen konnte. Er hat mir etwas Wichtiges erzählt, aber ich habe nur die Hälfte seiner Worte gehört. Der Lärm im Restaurant war einfach so laut. Ich verstehe das sehr gut, Peter. Das passiert mir auch manchmal und ich kenne das Gefühl genau. Wenn ein Ort sehr laut ist, dann ist Deutschverstehen plötzlich viel schwerer als gewöhnlich. Aber warum ist das eigentlich so? Das ist wirklich eine sehr interessante Frage, oder? Ja, bitte schreibt uns. Ich will wissen, ob ich der Einzige bin mit diesem Problem. Also, Adele, was denkst du? Warum ist es so viel schwerer, Deutsch in lauten Orten zu verstehen? Hast du eine Erklärung? Es gibt mehrere Gründe dafür, Peter. Der erste und wichtigste Grund ist folgender. In einer Lernsprache muss das Gehirn viel mehr Arbeit leisten als in der Muttersprache. Wenn du Deutsch hörst, muss dein Gehirn die einzelnen Wörter erkennen, die Bedeutung jedes Wortes finden, dann alles zusammensetzen und verstehen. Das ist sehr viel Arbeit und braucht viel Energie und Konzentration. Das macht wirklich Sinn. Also, wenn es laut ist, dann hat mein Gehirn noch mehr Arbeit als sonst. Es muss gleichzeitig die deutsche Sprache verstehen und den ganzen Lärm im Hintergrund ignorieren. Das klingt erschöpfend. Exakt! Du hast es wirklich perfekt erklärt. In deiner Muttersprache macht das Gehirn alles automatisch und sehr schnell. Es ist ein bisschen wie Autofahren, wenn du schon viele Jahre fährst. Du denkst nicht mehr über jeden Schritt nach. Aber in einer neuen Sprache ist noch alles bewusst und manuell sozusagen. Ja, genau so. Und das ist eine sehr gute Nachricht, denn es bedeutet, je mehr du übst und je mehr du hörst, desto automatischer wird es. Und dann wird es auch in lauten Orten leichter. Aber heute möchten wir ein paar ganz praktische Tipps besprechen. Was hast du denn gestern gemacht, als du Klaus nicht verstanden hast? Ich habe ihn zuerst gebeten, langsamer zu sprechen. Aber das hat ehrlich gesagt nicht so gut geholfen, weil der Lärm ja immer noch da war. Dann habe ich versucht, näher zu ihm zu sitzen. Das hat ein bisschen geholfen, ja. Aber ich war trotzdem sehr frustriert und habe vieles nicht verstanden. Das sind gute Instinkte, Peter. Das Nähersitzen ist wirklich eine ausgezeichnete Idee. Wenn du näher an der Person bist, dann hörst du ihre Stimme besser und der Lärm im Hintergrund wird relativ leiser. Das ist pure Physik und es funktioniert wirklich. Interessant. Ich habe das instinktiv gemacht, aber ich wusste gar nicht, warum es hilft. Es ist gut zu wissen, dass es einen wissenschaftlichen Grund gibt. Gibt es noch andere Tipps? Ich will das nächste Mal wirklich besser vorbereitet sein, wenn ich in einem lauten Restaurant oder einer lauten Bar bin. Natürlich gibt es weitere Tipps. Tipp Nummer 2 ist sehr wichtig und viele Menschen denken nicht daran. Schau der Person ins Gesicht, wenn sie spricht. Die Lippen zu beobachten hilft enorm. Unser Gehirn benutzt nämlich visuelle Informationen, um das Hören zu ergänzen und zu unterstützen. Das nennt man Lippenlesen, aber auch normales Zuschauen hilft schon sehr viel. Oh, das wusste ich nicht. Also, wenn ich Klaus anschaue, während er spricht, verstehe ich ihn automatisch besser. Das klingt fast wie ein Zaubertrick. Es ist kein Trick, es ist Wissenschaft. Versuche es einfach beim nächsten Mal und du wirst überrascht sein. Du wirst sehen, dass es wirklich hilft. Und Zuhörer, probiert das auch aus. Beim nächsten Gespräch auf Deutsch,
Schaut die Person an, wenn sie spricht. Es macht wirklich einen großen Unterschied. Gut, gut. Also Tipp 1 war, näher an die Person gehen oder sitzen. Tipp 2 ist, der Person ins Gesicht schauen und die Lippen beobachten. Was ist Tipp Nummer 3? Ich bin sehr gespannt. Tipp Nummer 3 betrifft die Vorbereitung. Wenn du weißt, dass du in eine laute Situation kommen wirst, dann kannst du dich schon vorher vorbereiten. Zum Beispiel, wenn du weißt, dass du heute Abend in einem Restaurant mit deutschen Freunden bist, dann denke vorher an mögliche Gesprächsthemen. Was könnte besprochen werden? Welche Wörter könnten wichtig sein? Ah, das ist sehr klug. Also, wenn ich weiß, dass Klaus von seinem neuen Job sprechen will, dann kenne ich schon das Thema und die wichtigsten Wörter. Dann muss mein Gehirn in dem Moment weniger neue Arbeit leisten. Perfekt erklärt. Das nennt man Kontext und Kontext ist enorm wichtig beim Verstehen einer Sprache. Wenn du den Kontext kennst, dann kann dein Gehirn die fehlenden Wörter selbst ergänzen. Du hörst vielleicht nicht jeden einzelnen Laut, aber du verstehst trotzdem die Bedeutung des Satzes. Habt ihr das, liebe Zuhörer, auch schon bemerkt? Das ist wirklich faszinierend. Also, das Gehirn ergänzt die fehlenden Informationen ganz von selbst. Das ist wie ein Puzzle, wo einige Teile fehlen, aber man sieht trotzdem das ganze Bild, weil man weiß, wie das Bild aussehen soll. Was für ein schönes und passendes Bild, Peter. Genau so ist es. Und je mehr Deutsch du lernst, desto mehr Puzzleteile hat dein Gehirn, um die Lücken zu füllen. Deshalb ist es so wichtig, viel Deutsch zu hören und zu üben, nicht nur Grammatik zu lernen. Ich habe auch noch eine Frage, die mich sehr beschäftigt. Gestern im Restaurant habe ich bemerkt, dass ich manche Wörter gar nicht erkannt habe, obwohl ich sie eigentlich kenne und gut kenne. Zum Beispiel das Wort verstehen. Das benutzen wir sogar in unserem Podcast oft. Aber gestern, als Klaus es gesagt hat, habe ich es einfach nicht erkannt. Warum passiert das? Das ist eine sehr gute und wichtige Beobachtung. Das passiert, weil gesprochenes Deutsch in einem echten Gespräch anders klingt als das Deutsch, das wir im Unterricht oder in kontrollierten Situationen hören. Wenn Menschen schnell und natürlich sprechen, dann verändern sich die Wörter. Manchmal werden Silben weggelassen, manchmal werden mehrere Wörter zusammengesprochen. Kannst du mir ein konkretes Beispiel geben? Das würde mir wirklich sehr helfen, das zu verstehen. Sehr gerne. Zum Beispiel sagen wir im natürlichen Gespräch sehr oft ich hab statt ich habe oder ne statt eine. Oder das Wort mal wird sehr kurz und schnell gesagt, fast verschluckt. In einem lauten Restaurant hörst du dann diese kurzen, schnellen, reduzierten Formen und erkennst sie vielleicht nicht sofort, weil du die volle Version gelernt hast. Oh, jetzt verstehe ich das Problem. Also, im Unterricht und in Lehrvideos höre ich die vollständige, deutliche Version der Wörter und Sätze. Aber im echten Leben, besonders in schnellen und lauten Situationen, höre ich die Alltagsversion. Und die klingt manchmal wirklich ganz anders. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Adele, wie kann man sich am besten auf dieses natürliche, schnelle, echte Deutsch vorbereiten? Abgesehen von unserem wunderbaren Podcast natürlich, der ja schon ein super Anfang ist. Haha, natürlich. Unser Podcast ist der beste Anfang. Aber auch deutschsprachige Filme schauen hilft sehr viel. Oder deutsche Serien, wo die Menschen natürlich und spontan sprechen. Oder Gespräche auf YouTube, wo echte Menschen über echte Themen reden. Das Wichtigste ist, echte Menschen zu hören, die natürlich miteinander kommunizieren. Ich schaue manchmal deutsche Filme, aber ich muss gestehen, ich benutze meistens englische Untertitel. Ist das in Ordnung? Oder sollte ich besser deutsche Untertitel benutzen? Oder vielleicht gar keine? Oh, das ist interessant. Also erst mit deutschen Untertiteln und dann komplett ohne. Das klingt schwer, aber ich werde es definitiv versuchen. Was denkt ihr, Zuhörer? Benutzt ihr Untertitel, wenn ihr deutsche Filme oder Serien schaut? Schreibt es uns unbedingt in die Kommentare. Ja, schreibt uns eure Erfahrungen und Meinungen. Wir lesen eure Kommentare wirklich sehr gerne und sie helfen uns, bessere Episoden zu machen. Aber zurück zu deinem gestrigen Abend mit Klaus, Peter. Was ist am Ende der Geschichte passiert? Hat er dir schließlich das Wichtige erzählt? Ja, zum Glück.
Ich habe ihm offen erklärt, dass es im Restaurant sehr laut war und ich leider nicht alles verstanden habe. Und weißt du was? Er war überhaupt nicht böse oder enttäuscht. Er hat einfach wiederholt, was er gesagt hatte. Und dann sind wir beide nach draußen gegangen, wo es viel ruhiger war. Das ist eine sehr wichtige Lektion für alle. Es ist absolut normal und völlig in Ordnung, um eine Wiederholung zu bitten. In Deutschland und in deutschsprachigen Ländern ist es nicht unhöflich zu sagen, kannst du das bitte wiederholen oder ich habe das leider nicht ganz verstanden. Die meisten Menschen sind sehr verständnisvoll, wenn man ehrlich kommuniziert. Das ist wunderschön und so typisch. Und das ist noch ein weiterer sehr wichtiger Tipp für unsere Zuhörer. Habt keine Angst, offen und ehrlich zu sein. Sagt ruhig, dass ihr Deutsch lernt. Die meisten deutschsprachigen Menschen finden es wirklich toll und respektabel, wenn jemand ihre Sprache lernt und sich Mühe gibt. Sie helfen dann sehr gerne. Absolut. Ich habe das schon mehrmals erlebt. Wenn ich sage, dass ich Deutsch lerne, werden die Menschen oft viel freundlicher, geduldiger und hilfsbereiter. Es ist wirklich fast wie ein Zauberwort. Ein Zauberwort, das ist ein sehr lustiges Bild. Aber es stimmt wirklich. Offenheit und Ehrlichkeit helfen enorm in solchen Situationen. Und es zeigt auch echten Respekt für die Sprache und die Kultur. Das schätzen Muttersprachler sehr. Gut, dann fassen wir alle Tipps von heute kurz zusammen. Erstens, näher an die Person gehen. Zweitens, der Person ins Gesicht schauen, während sie spricht. Drittens, sich vorher auf mögliche Themen vorbereiten. Viertens, ehrlich sein und keine Angst haben, um Hilfe oder Wiederholung zu bitten. Habe ich alles richtig? Fast perfekt, Peter. Ich möchte noch einen 5. Tipp hinzufügen, der vielleicht der wichtigste ist. Viel natürliches Deutsch hören, also echte Gespräche, Filme, Podcasts, alles was geht. Je mehr du authentisches Deutsch hörst, desto besser wird dein Gehör für die echte Sprache. Und dann wird es auch in lauten Situationen leichter und leichter. Perfekt. Also, Tipp 5 ist viel und regelmäßig hören. Das kann ich machen. Ich höre unseren Podcast ja schon fast jeden Tag. Das zählt doch bestimmt, oder? Natürlich zählt das und wir freuen uns sehr darüber. Übrigens, Zuhörer, wenn ihr Fragen habt oder eigene Erfahrungen mit Deutsch in lauten Situationen teilen möchtet, dann schreibt uns bitte in die Kommentare. Wir antworten wirklich gerne. Ja, bitte. Eure Kommentare sind das Allerbeste für uns. Habt ihr auch schon erlebt, dass ihr jemanden auf Deutsch nicht verstanden habt, weil es zu laut war? Oder habt ihr vielleicht einen eigenen Tipp, den ich noch nicht kannte? Ich lerne sehr gerne von eurer Erfahrung. Ich auch. Also, Peter, noch eine letzte Frage, bevor wir für heute Schluss machen. Was hat Klaus dir dann draußen erzählt? Was war denn das so Wichtige, das er dir unbedingt sagen wollte? Ha! Das ist definitiv die beste Frage des heutigen Tages. Also, Klaus hat mir mitgeteilt, dass er bald nach Wien zieht. Er hat dort eine neue und sehr gute Stelle als Ingenieur gefunden. Das ist natürlich wunderbar für ihn und ich bin sehr stolz auf ihn. Aber ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig, weil er dann nicht mehr in meiner Stadt ist. Oh, wow, das ist wirklich eine sehr große Neuigkeit. Nach Wien. Das ist eine absolut wunderschöne Stadt. Aber ich verstehe sehr gut, dass du traurig bist, Peter. Es ist immer schwer, wenn gute und enge Freunde weit wegziehen. Ja, aber Wien ist nicht so weit weg, wenn man über die ganze Welt nachdenkt. Ich kann ihn dort gut besuchen und ich habe sofort gedacht, das ist eine tolle Gelegenheit für mich, noch mehr Deutsch zu üben. In Wien sprechen die Menschen ja auch Deutsch, aber mit einem ganz anderen Akzent. Oh je, ich habe gerade daran gedacht und bin wirklich ein bisschen erschrocken. Also nicht nur Standard-Hochdeutsch ist in lauten Orten schwer zu verstehen, sondern dann kommt noch der Wiener Akzent dazu. Das ist ja eine ganz neue Ebene der Herausforderung. Keine Panik, Peter. Und auch keine Panik, liebe Zuhörer. Dialekte klingen am Anfang immer sehr fremd und manchmal fast unverständlich. Aber die gute Nachricht ist, je besser dein Standarddeutsch wird, desto leichter wird es mit der Zeit auch Dialekte zu verstehen und zu erkennen. Es ist ein langer, aber wirklich schöner Weg. Das ist ein sehr tröstliches und motivierendes Wort. Danke, Adele. Also, der Schlüssel ist wirklich
Nicht aufgeben, konsequent üben, viel hören und geduldig mit sich selbst sein. Und wenn man in einer lauten Situation nicht alles versteht, ist das vollkommen normal und absolut kein Versagen. Exakt. Das ist vielleicht die wichtigste Botschaft von heute. Nicht alles zu verstehen ist ganz normal. Auch Muttersprachler verstehen manchmal nicht alles in sehr lauten Umgebungen. Du bist also wirklich nicht allein mit diesem Problem und du sollst dich nicht schlecht fühlen. Das höre ich sehr gerne und das hilft mir wirklich. Ich fühle mich jetzt schon viel besser und motivierter. Und das nächste Mal, wenn ich in einem lauten Restaurant bin, werde ich bewusst an unsere 5 Tipps denken und sie alle ausprobieren. Das freut mich sehr. Und Zuhörer, probiert diese Tipps wirklich aus im echten Leben. Und dann erzählt uns bitte, wie es war. Hat es geholfen? War es leichter als vorher? Wir sind wirklich sehr gespannt auf eure Berichte. Ja, wir wollen wirklich von euch hören und lesen. Und wenn ihr bestimmte Themen habt, über die ihr mehr erfahren wollt, dann schreibt das ebenfalls in die Kommentare. Wir machen sehr gerne Episoden über Themen, die euch wirklich wichtig sind und die euch beim Lernen helfen. Absolut. Euer Feedback und eure Wünsche bedeuten uns sehr viel. Wir machen diesen Podcast für euch und wir wollen, dass er euch wirklich und konkret beim Deutschlernen hilft. Also scheut euch niemals, uns zu schreiben. Perfekt. Bevor wir heute Schluss machen, Adele, hast du noch ein abschließendes Wort für unsere fleißigen Zuhörer? Ja, ich habe ein einfaches, aber sehr herzliches Wort. Weitermachen. Deutschlernen ist manchmal schwer, manchmal frustrierend, manchmal überraschend lustig und manchmal wirklich wunderschön. Aber der Weg ist immer der Mühe wert. Gebt niemals auf, ihr seid alle auf dem richtigen Weg und ihr macht das großartig. Das ist wunderschön gesagt, Adele. Von Herzen danke. Ich stimme vollkommen zu. Und ich möchte persönlich noch hinzufügen, jede Situation, auch eine schwierige und frustrierende wie mein Abend gestern mit Klaus, ist eine wertvolle Lerngelegenheit. Nutzt jede Chance, die das Leben euch gibt. Sehr gut. Und sehr wahr gesagt, Peter. So, liebe Zuhörer, das war es für heute bei Wow Spoken German. Wir hoffen sehr, dass die heutige Episode euch geholfen hat und dass ihr jetzt besser versteht, warum Deutsch verstehen in lauten Orten manchmal so besonders schwer ist. Und vor allem hoffen wir, dass ihr jetzt 5 wirklich nützliche Tipps mit euch tragt, die ihr sofort ausprobieren könnt. Noch einmal kurz. Näher gehen, ins Gesicht schauen, vorbereiten, ehrlich sein und viel hören. 5 Tipps, die wirklich einen Unterschied machen. Vielen, vielen Dank für eure wertvolle Zeit und euer Zuhören heute. Wir sehen und hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin, viel Freude und Erfolg beim Deutschlernen und bleibt immer neugierig. Auf Wiedersehen und Tschüss an alle. Und vergesst wirklich nicht, schreibt uns in die Kommentare. Wir freuen uns riesig auf eure Nachrichten, eure Fragen und eure Erfahrungen. Bis bald bei Wow Spoken German. Tschüss alle zusammen. Macht weiter so. Ihr macht das wirklich großartig und wir sind stolz auf jeden einzelnen von euch.